Ich freue mich wirklich außerordentlich, hier heute zu sein und etwas zum Innovationskraft und zur Förderung des Ingenieursberufs beizutragen. Dieser Anlass heute und der Engineers Day ist für mich wirklich eine Herzensangelegenheit. Warum? Weil ich bin wirklich stolz, ein Ingenieur zu sein und ich bin froh, dass ich diesen Berufsweg eingeschlagen habe. Warum ist für mich der Ingenieursberuf wirklich super spannend? Zum Ersten haben wir gesehen, in den letzten 20, 30 Jahren hat sich enorm viel getan in der Technologie. Smartphones wurden entwickelt, die Cloud-Technologie, Medizinaltechnologie hat riesen Fortschritte gemacht, selbstfahrende Fahrzeuge, Elektrifizierung, unglaublich diese Fortschritte. Und gerade mit der Technologie, was heute an Möglichkeiten gibt, die Technologie zu nutzen für Innovation, finde ich super spannend. Für mich ist der Beruf auch extrem spannend, weil er eben auch kreativ ist. Er ist sehr kreativ, weil eben in einem Berufsalltag entdecke ich immer wieder verschiedene Probleme, auch die ich mit dem Kunden bespreche, Herausforderungen. Aber der Weg zur Lösung, der sieht immer wieder anders aus. Und ich finde es beeindruckend, gemeinsam in Teams, wie wir eigentlich neue Wege finden können. Wir scheitern teilweise, wir lernen und am Schluss einzigartige Lösungen zu entwickeln. Ich persönlich arbeite enorm gerne mit Menschen zusammen und darum liebe ich auch meinen Beruf. Und gerade im Bereich Ingenieurwissenschaften und Projektarbeit ist eben gerade heute ist die Teamarbeit umso wichtiger. Ich weiß noch, vor etwa 30 Jahren war so der Ingenieur ein bisschen das Nerdyhafte, ja, der Ingenieur da in seinem Büro hackt da am Abend. Das hat sich enorm geändert. Heute ist Teamarbeit absolut zentral und gerade die besten Innovationen, die entstehen, wenn großartige Teams zusammenarbeiten. Und viertens finde ich den Beruf auch super spannend, weil es eben auch ein Beruf ist, der sich enorm entwickelt hat. Als ich vor mehr als 20 Jahren abgeschlossen habe im Studium, sah der Beruf eigentlich völlig anders aus. In der Zwischenzeit haben sich die Technologien verändert, das Berufsbild des Ingenieurs hat sich gewandelt und eben auch das Umfeld, die Benutzer und so weiter. Jetzt, ich wurde von Christian gefragt, auch ein Projekt zu bringen aus meinem Berufsalltag. Und es war gar nicht so einfach, so ein Projekt zu präsentieren. Ein Projekt, das eigentlich verstanden wird, ein Projekt, wo Technologie auch Relevanz hat. Und ich habe die Contact Tracing App, die wir für Großbritannien entwickelt haben, genommen. Warum habe ich das Projekt genommen? Weil eben diese App, diese Entwicklung, es geht ja nicht nur um eine App, es geht um ein Gesamtsystem, das genutzt werden kann, damit ich mit Technologie auch einen positiven Beitrag für die Gesellschaft bringen kann, damit ich auch beitragen kann für die Bewältigung der Pandemie. Aber es ist eben auch ein Projekt, wo wir gerade während dem Lockdown mit verteilten Teams innerhalb von 12 Wochen, also 12 Wochen, von der Idee für eine Neuentwicklung bis zur Zulassung haben wir das in einem Sprint entwickelt und wir haben es geschafft. Weil Sie wissen noch, im letzten Jahr, da war der Zeitdruck enorm, damit man es wirklich schafft, in kurzer Zeit so eine App zu entwickeln. Und die Applikation, die wird jetzt von über 20 Millionen Benutzern in Großbritannien genutzt, sehr erfolgreich genutzt, hat eine sehr große Medienpräsenz. Und ich denke, das Projekt zeigt sehr schön, wie wir eben gerade mit Technologie, mit Innovation und eben großartiger Teamleistung über verschiedene Standorte, Schweiz, Großbritannien, Deutschland, weitere Standorte, so eine Lösung entwickeln können. Jetzt, wenn ich den Blick wieder von Großbritannien auch in die Schweiz zurückbringe, dann sehen wir in der Schweiz, wir sind erfolgreich. Wir können wirklich stolz sein, auf was wir erreicht haben in den letzten Jahren. Wir sind von der Innovation her immer noch vorne dabei. Sehr viel Forschung und Entwicklung wird auch hier gemacht. Aber wenn wir diese Tabellen anschauen und diese Tabellen vom Competitiveness Ranking,
ja, das ist einfach mal ein Indikator, wir sind dort vorne dabei. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir eben auch gerade Länder in Asien, die holen auf. Wir haben auch Standorte in Hongkong und Singapur. Und es ist unglaublich in diesem Tempo, wo dort Technologie gefördert wird und wie eben auch der Staat unterstützt, um Technologien voranzubringen, Gelder in Forschung und Entwicklung da reingesteckt wird, damit das Land, diese Länder auch innovativ bleiben. Und ich glaube einfach, und das ist auch mein Appell nachher, wir in der Schweiz müssen wirklich etwas tun, damit wir auch in Zukunft erfolgreich sind. Das ist nicht einfach gegeben. Und mein Appell hier ist eigentlich in 4 Dimensionen. Zuerst einmal, wenn ich die Schulausbildung anschaue, ich habe 2 Kinder und wenn ich die Infrastruktur in der Schule anschaue, dann muss ich sagen, ja, da gibt es definitiv noch Bedarf, was die Infrastruktur dort anbelangt. Auf der anderen Seite, wenn ich auch den Stellenwert der Informatik anschaue in Schulen, dann glaube ich, da gibt es noch einiges zu tun. Ich glaube, die Informatik gerade hat einfach noch nicht den Stellenwert, sie eigentlich bräuchte in den Schulen. Mit Informatik meine ich nicht nur die Verwendung von Office-Programmen oder Applikationen, sondern wirklich auch Programmierung. Das ist mein Appell, dass hier auch mehr gemacht wird. Mein zweites Anliegen, das ich hier bringe, ist wirklich auch, dass wir einen Beitrag leisten zur Förderung der Frauen in den Ingenieursberufen. Als ich vor über 20 Jahren abgeschlossen habe an der ETH, ich sehe noch diesen großen Hörsaal, 250 Studenten, 3 Studentinnen. Zum Glück hat sich die Situation mittlerweile verbessert. Aber wir sind noch nicht dort, wo wir sein müssten. Meine Vision ist, dass wir in der Schweiz mal in Zukunft mal eine 50-50-Verteilung haben zwischen Männern und Frauen in den Ingenieursberufen. Und mein Appell hier ist nicht nur, wie Christian initial gesagt hat, für die Förderung der Ingenieure, damit wir genügend haben in Zukunft, sondern weil ich glaube, dass eben durchmischte Teams viel bessere Leistungen und viel bessere Produkte entwickeln können. Mein dritter Appell, und da bin ich sehr froh, heute in Bern zu sein, hier gerade neben dem Bundeshaus, ist an die Politik gerichtet. Mein Appell ist auch, dass die Politik sich in Bern, aber im Kanton einsetzen für einen Ingenieursberuf, für die Förderung und eben auch Rahmenbedingungen für die Wirtschaft schaffen, damit auch Innovation in Zukunft in der Schweiz gemacht wird, Forschung und Entwicklung. Und wenn ich das so sagen kann, dann in den letzten 12 Monaten, 18 Monaten, frage ich mich schon, ob auch die Politiker die richtigen Akzente setzen und sich mit den richtigen Themen auch beschäftigen. Und da gibt es sicher noch einiges an Potenzial in diese Richtung. Und viertens ist mein Appell an die Wirtschaft gerichtet. Ich glaube auch die Wirtschaft, wir Unternehmen müssen unseren Beitrag leisten zur Förderung des Berufs, in die Ausbildung investieren. Wir selbst investieren sehr viel in die Ausbildung unserer Mitarbeitenden, aber auch Lernende aufzunehmen, diese auszubildende Berufsausbildung, damit wir wirklich dann auch genügend Ingenieurinnen und Ingenieure in der Zukunft haben. Sie spüren es, ich bin einerseits kritisch auch, was wir machen müssen, aber ich bin unglaublich positiv. Und ich bin wirklich stolz auf dieses Land, was wir in der Vergangenheit erreicht haben. Wir sind ein großartiges Land, was Innovationskraft anbelangt, Forschung, Entwicklung. Und ich glaube einfach, wenn wir alle unseren Beitrag leisten, dann haben wir eine unglaublich positive Zukunft vor uns. Vielen Dank. Es sind tatsächlich 2 Fragen da. Eine ist von mir, knüpft aber an Ihr Referat an, und eine, die ist reingekommen. Sie haben die Mädchen in den technischen Berufen angesprochen und auch die Informatik in der obligatorischen Schule. Meine ältere Tochter, die ist im 1. Gymnasiumjahr und hat auch Informatik. Sie sind am Programmieren und vor 2 Wochen, da kam sie nach Hause und hat erzählt, wie die Lehrperson, also ist ein Mann, logischerweise gesagt hat, Programmieren, das ist wie wenn man eine gute Hausfrau ist. Wenn man das Rezept genau befolgt, dann hat der Mann am Abend etwas Gutes zu essen zu Hause. Und mich würde natürlich wundern nehmen, wie Sie dazu stehen und wie Sie denken, dass man Mädchen besser im Unterricht abholen könnte als so.
Ja, es ist interessant. Wir haben ja auch wir fangen schon an, auch Primarschule mit Lego Mindstorm, dass Zülke auch Ausbildung macht für Primarschulen und das wird extrem genutzt. Und ich weiß noch, eine Ingenieurin, die den Kurs gegeben hat, die hat gesagt, die Mädchen waren zuerst zurückhaltend, dass sie das nicht können. Aber als sie dann gesehen haben, sie können es, also es hat auch viel mit Selbstvertrauen zu tun. Die waren begeistert, die haben alles hingekriegt. Also einfach mal auch die Neugierde zu wecken, auch das Selbstvertrauen, das ist kein Männerberuf. Auch wenn es vielleicht noch mit dem assoziiert wird. Und bezüglich dem Rezept, ja, Rezept tönt für mich einfach Standard, dass es eben nicht, die Zutaten sind in der Informatik, die gibt es, aber wie ich das mische, das ist immer wieder der kreative Teil. Und ich selbst koche nie nach Rezept, das macht ja auch mehr Spaß. Ja, oder je besser man Rezepte kann, ja, desto genau, mehr und man kann ja auch mal mit den Zutaten was Neues probieren. Genau. Ja, nein, das denke ich auch, aber ich gehe auch davon aus, dass es bei den Lehrpersonen auch noch ein bisschen einen Mindset-Wechsel braucht, weil eine Pubertierende mit Hausfrau zu ködern, das funktioniert natürlich nicht sehr gut. Jetzt haben Sie auch gesagt in Ihrem Referat, was Sie sehr gerne machen, ist mit Menschen zusammenzuarbeiten. Jetzt als Nicht-Ingenieurin, Nicht-Ingenieur hat man ja das Gefühl, diese Leute sind vor allem irgendwo in einer Kabine, irgendwelche Nerds am nerdigen Sachen am Ausarbeiten. Wo kommen Sie mit Menschen in Berührung in Ihrem Berufsalltag? Ja, also Sie können mich anschauen, ich bin Ingenieur, also ich überlasse es Ihnen zu beurteilen, ob ich jetzt Nerd bin oder nicht. Also, aber ich glaube, es hat viel mit Klischee, das war natürlich schon in der Informatik am Anfang, so diese mit fettigen, langen Haaren, die Entwicklung, das sind Klischees. Also die Leute, die wir bei uns haben, das sind alles extrem kommunikative, weil wenn sie einfach nur Technik verstehen, können sie nicht in Teams arbeiten. Und das ist halt noch ein Klischee, aber es braucht auch Ausbildung und darum investieren wir auch in Ausbildung nicht nur technisch, sondern auch Sozialkompetenz. Also ich habe da eine klare Aussage. Ich glaube, die wirklich erfolgreichen Entwickler und Teams, das ist nicht die fachliche Fähigkeit nur, aber die soziale Fähigkeit, Empathie, Verständnis, Kundenorientierung. Das hat sich geändert, ja. Aber das lernt man halt nicht unbedingt an den Ingenieursschulen. Das ist halt schon so. Das lernt man im Beruf. Gut, danke. Das war's von meiner Seite.